Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play World of Final Fantasy für die PlayStation 4. Im letzten Part sind wir in diesen komischen neuen, in diese komische neue Region mit dem Makroreaktor da gegangen. Und ich würde sagen, wir gucken... Oh ja, ist echt cool hier. Aber wenn man bedenkt, das ist irgendwie schon so die Hälfte der Karte dann, ne? Da ist hinten noch der Turm, vielleicht ist das ja dieser Turm von Babel, das wäre noch ganz cool. Unten links ist noch irgendeine Höhle an dieser Insel dran. Und dann geht's nach rechts lang ja schon wieder ganz runter, da. Und da fliegt noch irgendwas, seht ihr das? Da fliegt so ein Block rechts. Also rechts neben dem Turm, zwischen den ganzen Ketten. Okay, egal. Wir gehen jetzt mal nach Agatha, weil die Stadt haben wir noch entdeckt. Ich will gucken, ob hier jetzt schon was ist oder ob ich hier jetzt vielleicht noch gar nicht hin muss. Ob ich da später hin muss oder so. Aber auf jeden Fall ist da ein Typ in der Quest. Habe ich mit dem schon geredet? Ich bin mir nicht sicher. Hi. Ah ja, genau, für den sollte ich ja irgendwas killen. Kann ich das hier eigentlich irgendwo nachgucken? Im Logbuch? Mhm. Also Helmpflege habe ich gemacht. Was ist ein Staffellauf? Agatha. Besiegt 3 Kaktoren, genau, in der Wüste dann. Und hier... Ach, das zu besiegen ist eine Quest? Ach so, weil ich das gekauft habe, dieses Ding. Ja, dann machen wir das gleich einfach mal. Ich habe hier noch... Wen hatte ich bekommen? War das Tifa? Ferris? Quistis? Wen hatte ich noch bekommen? Tifa, was macht die? Fügt einem Gegner physischen Schaden zu, ignoriert Abwehr, erhöht die Stärke der Gruppe. Also eigentlich genau wie Sephiroth. Aber den nehme ich doch mal mit. Kann man da mal rüber gucken. Und ich habe noch einen neuen Mirrorstein, das habe ich gar nicht mitbekommen. Was habe ich? Habe ich doch gar nicht. Ach so, weil ich Stufe 20 bin, habe ich einen neuen Slot für Mirrorsteine freigeschaltet. Ja, das ist natürlich blöd, weil ich habe ja keine Mirrorsteine. Und hier nochmal schnell einmal durchscrollen, damit das alles ungelesen ist, gelesen ist. Das ganze Ungelesene. Und jetzt würde ich sagen, wenn wir schon mal gut dabei sind, dann gucken wir uns Agatha erst gleich an. Machen wir dann auch wirklich. Aber dann können wir jetzt wirklich einmal, weil wir das eben das letzte Mal verkackt haben, aber jetzt eigentlich stark genug sein sollten, hoffe ich, können wir jetzt zumindest mal probieren, diese Erinnerung des Krieger des Lichts zu schaffen. Ich hoffe, dass ich da nicht einfach nur diese 3 Äther oder Elixiere oder was auch immer das war bekomme. Was war es? Äther oder Elixiere? Ich glaube Nee. Echt 3 Elixiere? Das wäre eigentlich ziemlich geil. Ne, 3 Äther. Ja. Und hier bekomme ich sogar 2 Super Äther. Ja, 3 Äther. Aber bekomme ich dann nur das oder hat das noch irgendwelche anderen Auswirkungen? Das werden wir jetzt gleich mal sehen. Kann ich noch irgendwas eintauschen oder... Nee. Gut. Dann berühre ich noch einmal die Seele. Was habe ich jetzt in der Nachricht bekommen? Ah ja, okay. Hier, das ist es ja, ne? Genau. Okay, das namenlose Mädchen. Probieren wir es einfach mal aus. Ich will es ja auch mal geschafft haben. Diese Sequenz am Anfang kennen wir schon, aber ich lasse jetzt einfach nochmal laufen. I never believed it to be more than a legend. A bedtime story someone concocted to fill the dreams of children. But the warriors of light are real. One lives in me. Shocking, and yet this part of me has stirred before. I must be more tired than I thought. Far too much excitement all at once. You won't find her. After all, she likes spending time with her subjects. You were mistaken to search here. Und ich finde es ja nach wie vor so schade. Ich hätte es so cool gefunden, wenn man jetzt wirklich als der Warrior of Light gespielt hätte. Und we're helping them in secret? You can think of it like that. okay. Hey, look, get ready.
Also ich hätte es cool gefunden, wenn man den hier jetzt richtig gespielt hätte oder zumindest das FF1-Kampflied geblieben wäre, weil das wäre doch mega cool gewesen. Aber, na, was soll's. Ich denke mal, wir schaffen den Kampf sogar sehr locker. Ja, noch 2 bis maximal 3 Treffer und dann war's das auch schon. Jo, einer noch. Oh. Greift immer Rain an. Okay. Das ging tatsächlich jetzt relativ schnell. Und bringt auch kaum Erfahrungspunkte, also das hätte ich wohl wirklich schon lange machen sollen, ne? I'm glad that Her Highness is absent. The last thing I want is for her to be abducted again. Again? But when has she ever been taken before? Ja, It's FF1. odd. While battling that Federation soldier, it felt as though some divine force was guiding my hand to victory. Oh yes, I am far, far more tired than I thought. War's es denn jetzt schon oder geht es hiermit noch weiter? What just happened? When we do that, what does the other person experience? Even time must bend to the whims of fantasy. This place is power. Here, dreams and reality and time all touch. All that was, and all that is, and all that will be. From here you changed history. You don't have to worry. The souls you help are not able to see you. And yet, everything that you accomplish on their behalf becomes something that they accomplish. So if you come here, fight someone's battle for them, and emerge victorious, what they see is the same battle won the same way, but by their own hand. That is totally confusing, but wow! So we get to help a bunch of people out, and we get to keep all the prismariums we find? There's like no downsides at all! Seems that way, but in a way, there is a downside. With that much power, we could do as much harm as we do good. This room of hers affects the destinies of so many. Which makes her what exactly? Is she like Anna Crow? A god? I wouldn't say I'm a god in the sense you're thinking of. Huh? But if you misuse this power, you might not like the consequences. Consequences? Me and him? Is it her? Well, our fates have entwined. So now that the two of you have made it to this place, I suppose she'd want me to share a little of this power over time and fantasy. We, won't mess around. I promise. Good. Okay. Zwischen Träumen, Realität und was war das letzte? Zeit wahrscheinlich noch genau. Okay, aber es ist schön, dass wir das endlich mal geschafft haben. Ich denke, damit kann ich mich anfreunden. Das ist okay. Also, geschafft ist immer gut. So, dann gehen wir jetzt zurück nach Agatha und diesmal möchte ich aber gucken, ob da nur was ist, weil wenn nicht, dann gehen wir halt einfach weiter nach Nibelheim, wo wir ja eigentlich hin sollen. Bin gespannt. Aber ich möchte mich, wie gesagt, erstmal kurz hier umgucken. Was sagt denn die Karte? Da scheint, also die laute Karte scheint hier nichts weiter zu sein, als da hinten noch die Tür. Das Haus, wie auch immer. Aber ist hier auch nichts, nicht mal irgendwie ein kleines Truhchen oder so. Ich meine, eine Truhe habe ich ja schon da oben gefunden. Aber das war's halt bisher auch. Wie weit geht's hier noch hinter? Nicht weit. Na gut, da ist noch eine mysteriöse Gestalt. Ach ne, die sehen ja alle so aus, okay. Ich darf hier noch gar nicht rein. Okay, gut, dann können wir uns hier also doch nicht weiter umschauen jetzt. Dann ist es wahrscheinlich für später gedacht. Heiliger Ort, okay. Dann sieht es wohl doch so aus, als müssten wir ab nach Nibelheim. Okay, tschüss, Stadagata. Können wir ja gleich mal, wenn wir schon dabei sind, trotzdem mal ganz kurz gucken, wie dieser Ort hier links heißt, der einfach mal nur ein ganz kleines... Oder ist es Nibelheim einfach? Yeah, that's where Tifa lives.
Stimmt. If you get confused during battle, you'll lose control of yourself and start lashing out at random. You might even attack your friends. You can bring a confused fighter to his senses. Here. Wo auch immer der das immer her hat. Das ist richtig. Und hier geht's zum Vulkan scheinbar. Hä? Wie weit kann ich denn hier reingehen jetzt schon? Mal wieder gar nicht. Da wird's mal wieder blockiert. Aber dann sollen sie wenigstens jemanden davor stellen. Ganz ehrlich, dieser Eingang zu dem Vulkan erinnert mich gerade ein bisschen an den aus FF8. Und es wäre so cool, wenn da jetzt einfach auch so ein Typ mit so einer gelben, da so ein, fuck, wie hießen die? Ich komme nicht mehr drauf. Stehen würde. Ja, ich komme noch drauf, wie der Anführer hieß, aber wie hießen die denn? Ach, egal. Nibelheim. Hallöchen. Das ist ja cool. Chapter 11. Crimson and Azure. Kapitel 11, Rot und Azur. Oh yeah. Nibelheim. Hang on a sec. I don't see any chain on the place. Well, maybe they're like Cornelia, and they haven't been annexed by the Federation. Good point. Sorry, Huh? Corn. What? It can't be. Nice. Great memory there. Hey there, guys. It is you, right? Hey, super punchy girl. Hi. How are you doing, Tifa? It's so good to see you. Same here. Hey, I have to ask, what are two keepers and a mirage doing way down here in Babel? Oh yeah. I guess we never told you, did we? We never told you. Als hätte sie sich schon 100-mal gesehen. Good. I was starting to worry. What if I accidentally saved a couple of bad apples from the Bahamut army? It's weird. Why does everybody keep thinking that we're Bahamutian soldiers? I don't know. I guess they don't see many Mirage Keepers anymore, unless they're working for the bad guys. Yeah. And not just keepers, giants too. These days, they all seem to be fighting for Bahamut. I guess it makes sense in a way. They say the Federation conquered their homeland long ago. Dude. Still, the prophecy's a hot topic around Nibelheim. Everyone in town has heard of the giants from the hills. I'm not sure I like being a celebrity. Anyway, so you're looking for the Valley of Fire? Unfortunately, that's the only real clue that we've got. The Valley of Fire. Everyone knows that bit, but no one's sure which valley is the right one. What do you mean? If you're looking for fiery valleys, this region is full of them. But that's just it. Any one of those valleys could be the one the prophecy is talking about. Oh, right. I forgot there's a summoner in town doing research on the valley. She might know. Wir sind immer noch in der Babel Region, also irgendwas FF4-iges muss sein. Ja, da hinten steht sie ja. Rydia mit ihrem Nebeldrachen. Sehr schön. Das freut mich. Hey man, you wouldn't happen to be a giant. Oh wow, you and your sister both? We don't meet many folks like you. Das Lied ist cool. Aber ich kann hier nicht rein. Kann ich wenigstens in den Shop? Das ist so schade, wisst ihr. Man kann diese ganzen Städte, aber in den Städten ist halt irgendwie wirklich gar nichts. Außer mal eine Quest und eine Truhe. Der Shinra-Konzern stellt ein. Sind Sie energisch und möchten an einer besseren Zukunft mitwirken, dann melden Sie sich bei uns. Personalabteilung des Shinra-Konzerns. Ich dachte ehrlich gesagt gerade mit stellt ein, quasi, dass er aufhört. So klang das jetzt zumindest gerade auf den ersten Hörer. Was ist hier? Warum seht ihr genauso aus wie die Soldaten in Cornelia? Ja, irgendwas ist hier komisch. Okay. Nein, ich wollte doch erstmal mit der Nebenquesterin Let me reden. introduce the giants from the hills. Hi, Rydia. Yeah, that's us. Hello there. I am the summoner Rydia. Hi, Rydia. Something here is not right. Something about you. Hey, you know, the way that Mirage follows you, you totally remind me of Yuna. I guess it's because you're both summoners.
Huh? You mean you know Lady Yuna? Yeah, we met her, back on the upper continent. She was really a lot of help to us. We might not even be right here if Yuna hadn't pointed us in the right direction. Oh. Well then, I suppose you can't be all that bad. There now. You hear that? These two say they're friends of Lady Yuna. That means you can trust them. For the time being, at least. So let me get this straight. You're searching for the 4 keys recorded in the prophecy? Yeah, we came to Babel because we heard one of the keys was hidden here, in a valley of fire. Right. But, you know, the keys are part of the Crimson Prophecy. Crimson Prophecy? So wait, you mean there's more than one version? Yes. There used to be a single prophecy, the Azure Prophecy. It only spoke of 4 sigils, and said nothing about keys. It was much more abstract. The Azure Prophecy is heresy! This is no business of yours. Lies! Only the Crimson Prophecy is gospel! Are you a summoner or not? You should pray that fate guides you to the Crystal Tower. The Crimson Prophecy is clear. Flanked by mirages, the chosen ones shall acquire 4 keys. From the Crystal Tower they shall mount the heavens, where God will grant them the gift of eternity. So long as you know to look for the signs, the keys shall be found. So do as the Crimson Prophecy commands of you. Hmm? Komische Leute. All you hear these days is that nonsense. Yeah, no kidding. At least they're not breaking any laws or getting violent, but it's still creepy. What do those fools know anyway? The Azure Prophecy was written by the first summoner. It's the Crimson Prophecy that came later. The whole thing is nothing but a sham. Also wenn beides Still, richtig ist. That sham seems to be the prophecy folks believe in. Unfortunately so. That's why I came here to sort the truth out myself. Tell me then, why are you searching for the keys like the prophecy says? You see, So you're telling me that your mother shares the same name as Lady Lusfarna? And you're looking for the Herald's castle to find her? I get it. If you really are the giants from the hills, all you have to do is follow the prophecy, and you might wind up there anyway. Right. There's actually more to it. Someone told us we would find our family as long as we kept collecting mirages and pressing onward. Well, whatever the case, it seems the only way to prove which prophecy is true is to accompany the two of you to the Valley of Fire. In a way, you'd be accompanying me and doing me a favor. What do you mean? Gut. Oh, never you mind. So, are we ready? Are we ready? We don't even know which valley to go to. I've already figured it out. The valleys of Babel are numbered, and I believe the one we are looking for is Valley 7. Weil? All right, Placey Place, here we come. Now you're forgetting entire names? Excuse me, I'm sorry to bother you, but I was wondering if I could ask you a favor. You see, my grandson's birthday is coming up soon, and I was hoping to give him some dragon scales. Is there any chance you would be willing to bring me some? I'd be very grateful if you could. Bestimmt welche dabei, oder? Liefere 3 Drachenschuppen. Ah ja, genau, Voraussetzung erfüllt, hier. My grandson's going to be thrilled when he opens his present. I know it's not much, but I hope you'll accept this as a reward. Den Tobsuchtsamen, okay. Ich denke, dass ich damit erstmal leben kann. Ja. Und 3 Erdhämmer. Ja, das ist auch okay. So. Okay, also wir sollen hier erstmal wieder weg. Wie lang ist der Part? Schon 21 Minuten lang, echt? Ich habe da noch gar nichts gemacht, außer der Erinnerung und hier reingegangen zu sein. Valley 7 is east of the here. Okay. Ja, dann gehe ich noch dahin in das Ding und dann beende ich den Part, ne? Dann gehe ich sofort mit dem Teleporter wieder zurück nach Ninewood Hills und dann zurück. Aber schön, dass ich hier jetzt auch endlich rein kann.
Und Rydia ist jetzt tatsächlich hinter uns. Mal gucken, was sie uns so hilft, ne? Weil Raffia konnte uns ja heilen. Mal gucken, ob Rydia auch was kann oder ob die einfach nur doof da ist. Oha. Das ist auf jeden Fall nicht die FF8 Lavahöhle. What the fuck? I think my fur is melting. Valley of Fire, you are way, way too fiery. You okay? Oh, I'm all right. Shall we? Dude, I'm burning Moment. up. Ich versuche das Lied zu entziffern, aber ich krieg's nicht raus. Nee, ich weiß wirklich nicht, was für ein Dungeon das sein soll. Auf welches FF7 es anspielt. Ich weiß es nicht. Gut, dann sehen wir uns hier im nächsten Part wieder. Ich gehe speichern und teleportiere mich dann offscreen wieder hierher. Und im nächsten Part begeben wir uns dann durch den nächsten Dungeon. Vielleicht wahrscheinlich wieder nicht komplett. Das wird wahrscheinlich wieder 2, 3 Parts dauern. Aber wir begeben uns durch die Höllenschlucht. Das ist jetzt natürlich doof. Weil ich mächtig viele Feuerviecher nur dabei habe. Feuer, Erde sozusagen eigentlich. Feuer, Erde, neutral. Okay, Feuer habe ich sogar nicht mal mehr. Und meine Wasserdinge halt quasi gar nichts können. Und hier sieht man auch, ich habe Cerberus und roter Drache noch dabei, obwohl ich die hier echt einen Schund brauche. Aber ich werde jetzt trotzdem so diesen Dungeon probieren und dann gucken wir mal. Meine rechte Klaue hat immerhin Eis, ne? Also, liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und stopp. Noch nicht. Halt. Hast du irgendwo... Du hast hier ein freies Feld, ne? Habe ich noch einen Eissamen? Weil wenn ich dem Eis einpflanze, dann könnte ich doch theoretisch Eisrabe nutzen, oder nicht? Weil meine rechte Klaue Eis hat. Aber ich habe einen Aquasamen immerhin, aber das ist nicht, was ich brauche. Weil ich glaube, dass meine rechte Klaue kein Aqua hat. Du auch nicht, ne? Hast du Aqua? Eis? Nee. Shit. Naja, aber vielleicht wäre es jetzt doch ganz gut, wenn ich erstmal... Auf welchem Level ist der 17? Das ist ja schon mal nicht ganz so scheiße, weil du hattest doch Aquara, oder? Nee, das war der hier, der Freund da oben, ne? Du hast Aquara. Vielleicht wäre es ganz gut, dich erstmal statt im Chocobo reinzunehmen. Oh, der doppelt so viel AP. Na gut, fast. Ich denke, da muss ich mal drüber nachdenken. Aber Aquara ist, glaube ich, schon ganz gut. Und wenn jetzt dann die rechte Klaue... Das muss ich noch ganz schön gucken, dann ist der Part sofort zu Ende. Wenn du noch ein freies Feld hast. Hast du noch ein freies Feld oder nicht? Du hast noch ein freies Feld. Dann könnte ich da nämlich nochmal Aqua reinmachen. Vielleicht wird es dann schon zu einem stärkeren Aquara oder sogar zu Aquagar. Ich weiß es nicht. Aber, naja, denken beim nächsten Part drüber nach. Ich sage jetzt erstmal, bis dann. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon speichern mache. Egal. Bis dann und ciao.